Hallo, mein Name ist Dr. Michael Plewan, ich bin Patentanwalt und auf diesem Kanal möchte ich euch Einblicke hinter die Kulissen des Patentwesens verschaffen. Was ist eigentlich ein Patentanwalt? Dazu Folgendes. In 90% aller Fälle, wo ich mich mit Fremden über den Beruf des Patentanwalts austausche, höre ich zwei Dinge. Erstens, du arbeitest also auf dem Patentamt, und zweitens, wow, du hast Jura studiert? Zu Punkt 1, nein, der Patentanwalt arbeitet nicht am Patentamt. Vielmehr ist der Patentanwalt wie auch ein Rechtsanwalt ein sogenanntes unabhängiges Organ der Rechtspflege und wir vertreten Mandanten vor dem Patentamt und vor den Gerichten. Ob nun ein Patentanwalt auch Jura studiert hat, das erzähle ich euch jetzt. Die Voraussetzungen für den Beruf des Patentanwalts sind in der Patentanwaltsordnung festgelegt, kurz PAO. Diese sieht vor, dass der Patentanwalt zum einen eine technische Befähigung braucht und zum anderen Rechtskenntnisse. Wie war das nun in meinem Beispiel? Für die technische Befähigung habe ich zum einen Maschinenbau studiert und das heißt Diplom-Ingenieur abgeschlossen und zum anderen im Bereich Chemieingenieurwesen zum Doktoringenieur promoviert. Die Rechtskenntnisse habe ich mir dadurch erworben, dass ich etwa 3 Jahre in einer Patentanwaltskanzlei eine Ausbildung durchschritten habe, die begleitet wurde von einem Studium, das von der Patentanwaltskammer ausgerichtet wird und speziell für Patentanwälte ausgelegt ist. Im Anschluss daran habe ich ein sogenanntes Amtsjahr absolviert, das am Deutschen Patent- und Markenamt abgelaufen ist und am Bundespatentgericht. Das Ganze habe ich mit einem Examen zum Patentanwalt abgeschlossen. Was nun die Aufgaben und Fachbereiche eines Patentanwalts sind, dazu mehr jetzt. Die Tätigkeitsbereiche von Patentanwälten lassen sich grob in die hier dargestellten Felder unterteilen. Zunächst mal sind es natürlich Patente, aber auch Marken, Designs, Lizenzen, Arbeitnehmererfinderrecht und andere kleinere Rechtsgebiete. Aber das sind so die Schwerpunkte, auf denen wir tätig sind. Und ich möchte euch vor allem heute auf dem Beispiel der Patente die konkrete Arbeit des Patentanwalts näher vorstellen. Einer der wesentlichen Tätigkeitsbereiche von Patentanwälten ist die Begleitung von Mandanten bei der Erteilung von Patenten. Wie sieht dieser Prozess nun im Einzelnen aus? Nun, zu Beginn steht deine Idee. Und da kommt auch schon der Patentanwalt ins Spiel, der diese Idee als Patentanmeldung ausformuliert und beim Deutschen Patent- und Markenamt, kurz DPMA, einreicht. Ab dem Anmeldetag beginnt das sogenannte Erteilungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Wie sieht es nun organisatorisch aus? Die ersten 18 Monate ist die Patentanmeldung geheim und wird dann als solche veröffentlicht. Und irgendwann wird diese Patentanmeldung als Patent erteilt oder eben zurückgewiesen. Wie läuft das Erteilungsverfahren nun inhaltlich ab? Nun, ein Patent wird nur dann erteilt, wenn die Patentanmeldung vom Deutschen Patent- und Markenamt für neu und erfinderisch bewertet wird. Wie findet diese Bewertung konkret statt? Nun, ab dem Anmeldetag beginnt ein Prüfer beim Deutschen Patent- und Markenamt mit einer Recherche, in der er uns Stand der Technik entgegenhält und argumentiert, ob er diese Patentanmeldung für neu und erfinderisch hält. Und da beginnt die Aufgabe des Patentanwalts, dem Prüfer argumentativ und gegebenenfalls inhaltlich durch Änderungen der Patentanmeldung entgegenzutreten und durchzusetzen, dass die Patentanmeldung schlussendlich als Patent erteilt wird. Ein weiterer wichtiger Tätigkeitsbereich von Patentanwälten ist der Angriff von Schutzrechten deiner Wettbewerber. Ein erteiltes Patent beispielsweise stellt grundsätzlich ein Monopol dar. Und um das Kräftegleichgewicht zwischen dem Einzelnen und der Allgemeinheit zu wahren, sieht der Gesetzgeber verschiedene juristische Werkzeuge vor, anhand der ein erteiltes Patent zu Fall gebracht werden kann oder bereits schon die Erteilung eines Patents vereitelt werden kann. Ist das Patent noch nicht erteilt, haben wir zumindest ein juristisches Werkzeug, mit dem wir gegen die Erteilung des Schutzrechts deines Wettbewerbers vorgehen können, nämlich die sogenannten Einwendungen Dritter. Da können wir beim Patentamt beispielsweise durch eigene Recherchen oder durch Hinweise auf ein fehlerhaftes Erteilungsverfahren bewirken, dass die Erteilung des Patents erschwert oder gar nicht erst stattfindet. Ist das Patent jedoch schon erteilt, verbleiben uns noch zumindest 2 weitere juristische Werkzeuge, mit denen wir das
erteilte Patent vernichten können, nämlich der Einspruch und die Nichtigkeitsklage. Der Einspruch ist bis 9 Monate nach der Erteilung des Patents durch das Deutsche Patent- und Markenamt möglich und ist nach wie vor ein Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Das heißt, es ist ein verhältnismäßig günstiges Vehikel, um das erteilte Patent zu vernichten. Ist die 9-monatige Einspruchsfrist jedoch schon abgelaufen, verbleibt uns noch ein weiteres juristisches Werkzeug, um das Patent zu vernichten, nämlich die sogenannte Nichtigkeitsklage, die jedoch nicht mehr vor dem Deutschen Patent- und Markenamt stattfindet, sondern vor dem Bundespatentgericht. Die gleichen Gesetzmäßigkeiten gelten natürlich auch bei der Verteidigung deiner Schutzrechte gegenüber Angriffen Dritter. Und da kommt es ganz entscheidend darauf an, dass die Patentanmeldung schon von Beginn an so ausformuliert ist durch den Patentanwalt, dass wir nicht nur das Erteilungsverfahren gegenüber dem Prüfer überstehen, sondern dass wir uns auch gegenüber unerwarteten Angriffen Dritter erfolgreich verteidigen können und vor dem Patentamt und auch vor dem Bundespatentgericht durchsetzen können, dass auch trotz eines Angriffs unser Schutzrecht bestehen bleibt und dein Monopol aufrechterhalten bleibt. Das war jetzt eine kurze Übersicht über die Tätigkeiten des Patentanwalts, zumindest im Bereich Patente. Mein Rat an dich: Bei der Auswahl deines Patentanwalts achte vor allen Dingen auf den technischen Hintergrund und die technische Expertise deines Patentanwalts. Das ist aus zweierlei Dingen wichtig. Zum einen, schon bei der Ausarbeitung der Patentanmeldung muss der Patentanwalt dieselbe Sprache sprechen wie der Erfinder, um später den größtmöglichen Schutz für diese Erfindung durchzusetzen. Zum anderen, besonders im Angriffs- und Verteidigungsfall, ist die Diskussion vor dem Amt und den Gerichten eine überwiegend technische Diskussion. Das heißt, ein fundiertes technisches Verständnis ist ganz maßgeblich für den Erfolg des Verfahrens. Wo liegt nun meine Expertise? Ich beschäftige mich überwiegend mit computerimplementierten Erfindungen und Software, Hardware, Energietechnik und Mechanik. Wenn du Interesse an meiner Arbeit hast, schreib mir gerne eine E-Mail. Wenn du Fragen zu diesem Kanal hast, lass mir gerne einen Kommentar da. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal und like dieses Video. Bis bald!